Herzlich willkommen bei der 3. Episode des Taketina Podcasts. Heute kannst du all das, wovon in der letzten Episode die Rede war, praktisch ausprobieren. Die rhythmischen Urbewegungen, die gleichzeitige Wahrnehmung, der Körper als Instrument. Ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Taketina. Der Schlüssel zum Rhythmus deines Lebens. Ein Podcast mit Reinhard Flattischler. Taketina führt dich in eine neue Art der Wahrnehmung. Und zwar in die gleichzeitige Wahrnehmung. Und sobald sich die öffnet, synchronisieren und kommunizieren die beiden Gehirnhälften. Und du kannst 2, 3, 4 und noch mehr Rhythmen und Ereignisse zugleich wahrnehmen und koordinieren. Wie aber öffnet sich diese gleichzeitige Wahrnehmung? Die gleichzeitige Wahrnehmung kannst du nicht linear erlernen. Die öffnet sich nur, wenn du erlaubst, Chaosphasen zu durchlaufen, dabei wach und präsent zu bleiben und immer wieder neu zu beginnen. Das ist eine sehr, sehr ungewöhnliche Methode, aber sie ist hocheffektiv und auf ihr basiert das gesamte Lernen mit Taketina. Taketina arbeitet stets mit der Gleichzeitigkeit mehrerer Rhythmen. Und wenn du dich jetzt dabei auf einen Rhythmus allein konzentrierst, verlierst du natürlich den Kontakt zu den anderen und alles gerät durcheinander. Wenn du es mit Multitasking probierst, dann gehst du sehr schnell zwischen den Rhythmen hin und her. Und nicht nur ist es sehr, sehr anstrengend, sondern immer wenn du auf einen gerichtet bist, verlierst du die anderen aus den Augen und auch hier fällt alles früher oder später auseinander. Mit der gleichzeitigen Wahrnehmung gehst du in den Raum, der all diese Rhythmen und Bewegungen verbindet. Und weil du mit diesem Raum verbunden bist, bist du auch zugleich mit allen Rhythmen und Ereignissen verbunden. Es ist schwer, diesen Zustand zu beschreiben, aber unglaublich, ihn zu erleben. Je mehr rhythmische Ereignisse dazukommen, umso leerer wird der Raum, umso tiefer wird deine Entspannung. Es ist gleichsam wie ein breites Schauen, bei dem du zugleich mehrere Punkte im Raum wahrnehmen kannst. Lass es uns ausprobieren. Ganz einfach beginnen wir mit einem Spiel. 2 Arme und 2 Kreisbewegungen. Die linke Hand beginnt mit einem Kreis, der zu dir hingeht. Mit der linken Hand nimmst du zu dir in einem einfachen, ruhigen Fließen. Und schau mal, was du jetzt erlebst, wenn du mit der rechten Hand dazu eine ganz freie Bewegung machst, während die linke Hand weiter in einem Kreis zu dir herströmt. Im Leben gibt es nicht nur Nehmen, sondern auch Geben. Und dann kannst du jetzt mit der rechten Hand einen Kreis machen, der von dir weggeht. Und du mit der rechten Hand gibst. Und manchmal im Leben hast du viel Kraft und du kannst mehr geben. Und du lässt den rechten Kreis schneller werden. Und manchmal brauchst du mehr Energie und nimmst mehr. Und dann lässt du den linken Kreis schneller werden, aber der rechte geht trotzdem noch weiter. Und so kannst du spielen, um zu schauen, was passiert, wenn mal die eine und mal die andere Seite schneller wird. Es kann gut sein, dass dir diese Bewegungen bereits bei dem ersten Spiel durcheinander geraten sind. Das ist völlig normal und das ist die Art und Weise, wie dieses Lernen geht. Lass dich davon nicht entmutigen, sondern sei neugierig, wie es ist,
wenn plötzlich nur für kurze Zeit diese beiden Bewegungen zusammenkommen. Denn das hat einen enormen Einfluss auf die Synchronisation und auf das Zusammenarbeiten deiner beiden Gehirnhälften. Diese Erfahrung können wir jetzt auf Rhythmus übertragen. Rechts ist Rhythmus, links ist strömende Bewegung. Du kannst diesen Rhythmus mit einer Rassel spielen oder auch nur Handbewegungen machen. Und die einfachste strömende Bewegung ist ein Kreis. Lass es uns probieren. Es beginnt mit der Stimme. Gammala, gammala. Die rechte Hand spielt 2 Silben. La, gamma, la, gamma. Immer wieder diese beiden La, Ga, La, Ga. Und jetzt kannst du allmählich mit der linken Hand eine freie Bewegung machen und schauen, was mit deiner Rassel oder deiner Bewegung der rechten Hand passiert. Und dann probier mal einen Kreis mit der linken Hand. Es kann ein schneller Kreis sein, ein langsamer Kreis, auch ein Kreis, der die Richtung umdreht, vielleicht ein paar Mal. La, gamma, la, ga, la, gamma, la, ga, la, gamma, la, ga. Jetzt drehen wir die Saiten um. Links ist der Rhythmus, rechts ist das Strömen. Und rechts gehen wir auf die nächste Stufe von Komplexität. Statt einem Kreis probiere jetzt eine 8. Lass es uns versuchen. Wieder beginnt es mit der Stimme. Gamma, la, gamma, la, gamma. Diesmal in der linken Hand. La, gamma, la, ga. Die rechte macht eine freie Bewegung. Und lass dir Zeit zu spüren, was es mit einer Rassel- oder Handbewegung tut. Und dann probier mal die 8. Du hast die 8 schon oft gesehen, auch geschrieben. Probier mal eine kleine 8, eine schnelle 8, eine langsame 8. La, gamma. Und hier immer dieser Rhythmus. Gamma, la, gamma. La, gamma, la, gamma. La, gamma. Die gleichzeitige Wahrnehmung ist keinesfalls nur eine musikalische Angelegenheit. Ja, du kannst im Lernen mit der gleichzeitigen Wahrnehmung eine enorme Links-Rechts-Koordination aufbauen. Aber du kannst auch lernen, in dir mehrere unterschiedliche, sogar gegensätzliche Gefühle zuzulassen. Und davon sagt man, dass es mentale und emotionale Gesundheit sei. Der Körper ist ein unglaublich ausdrucksstarkes Musikinstrument. Mit Stimme, Klatschen und Schritten können wir hochkomplexe Rhythmen kreieren. Ta. Durch die Stimme wird der Rhythmus hörbar. Ta. Und die Trommel begleitet den Grundpuls. Ta. Die beiden Silben verbinden sich mit 2 Schritten. Wenn du nun Gammala sprichst, öffnet sich auf der gleichen Schrittbewegung ein Dreierraum. Setze nun den Schritt, der mit der Silbe Ga verbunden ist, etwas nach vorne und du spürst den Dreierraum noch deutlicher. Wenn du jetzt schließlich den Sprachrhythmus verdoppelst und auf jedes Ga klatscht, erlebst du die Polyrhythmik 2/3. Im Call-Response-Gesang verändert sich die Wahrnehmung dieser Polyrhythmik mit jedem Call. Und dazu siehst du ein sich bewegendes Rhythmus-Mandala.
go, kumbaku, go, kumbaku, helele go, kumbaku, go, kumbaku, di gammala, 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 di gammala, 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 hey, hey, gungulele ba, hey, hey, gongolele ba, hey, hey, gungulele ba, hey, hey, gongolele ba, hey, gungulele ba di, hey, gongolele ba di, hey, gungulele ba di, hey, gongolele ba di, coco, gungulele ba di, coco, gongolele ba di, coco, gungulele ba di, coco, gongolele ba di, barayete, barayoti, barayete, barayete, dim barayende di barayoti, barayete, di baruyate, dim barayende di barayoti, barayete, di baruyate, barayende di barayoti, barayete, di baruyate, chikitiri bamba, chikitiri dure, dinni bamba, dinni dure, chikitiri bamba, chikitindi dure, dinni bamba, dinni dure, hey, go, para dire adi, hey, tingo, maru dillea, di hey dingo, di pada dille adi, hey, tingo, maru dillea, di hey dingo, di pada dille adi, hey, tingo, maru dillea, hey, hey, gango lalle badi, hey, hey, congo lele bari, hey, hey, gango lalle badi, hey, hey, congo lele bari, gammala, 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 hey, gammala, 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 parayede, parayede, barayere, baruyore, parayende di barayo, barayere, baruyore, gammala, 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 hey, gammala, 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 gammala. gammala. Wenn du den Sprachrhythmus nochmal verdoppelst, erlebst du die Polyrhythmik 4/3. Und um deine beiden Seiten in eine Kooperation und zugleich in eine Unabhängigkeit zu führen, kannst du nun mit einer Rassel die 4 und mit einem Klicker die 3 spielen. All das ist nur ein erstes Kennenlernen, ein erstes Auftauchen von Möglichkeiten. Wenn du Lust hast, tiefer einzusteigen in diese neue Art des Lernens, dann findest du auf unserer Member-Site jede Menge Übungen, Meditationen und Visualisierungen. Den Link dazu findest du unten in der Beschreibung. Beim nächsten Mal zeige ich dir, wie du auf der Polyrhythmik 2/3, die du ja jetzt bereits kennst, mit 2 Rasseln einen wirklich groovigen Rhythmus aufbauen kannst. Ich freue mich, wenn du wieder mit dabei bist. Ich wünsche dir eine schöne Zeit und keep on grooving.